Am 21.10. feiere ich mein 13-jähriges YouTube-Bestehen und dazu brauche ich eure Hilfe. Dazu geht ihr einmal auf meinem YouTube-Kanal in den Community-Tab, scrollt dann runter, bis ihr diesen Beitrag findet und schreibt gerne 1 bis 2 Fragen, vielleicht auch mehr, unter diesem Beitrag. Vielen Dank schon mal im Voraus und jetzt viel Spaß mit dem Video. Zur Abwechslung mal wieder der DFB-Pokal. Wir sind im Achtelfinale, wir spielen auswärts bei Darmstadt 98. Nach dem Sieg in Elversberg kommen wir also mit ein bisschen Rückenwind, mit Selbstvertrauen, mit 2 Änderungen in der Startelf. Ich habe jetzt mal Kriedesma und vorne Fridjonsson mal wieder reingetan. Ja, eine kleine Änderung, war ein kopfballstarker Spieler vorne, wenn wir mehr über Flanken agieren. Darmstadt kommt nämlich über eine Dreierkette. Die werden also heute vermehrt über die Flügel wahrscheinlich kommen. Das ist hier der Turnierbaum. Wenn es danach geht, spielen wir gegen den Sieger aus Augsburg, gegen St. Pauli. Wenn wir denn weiterkommen sollten, wäre natürlich ziemlich geil. Wie gesagt, hat auch finanzielle Gründe. Aber auch vom Prestige, wie gesagt. Ja, so ein Viertelfinale im DFB-Pokal, wie geil wäre das? Und wenn wir so spielen wie gegen Elversberg, hinten sicher, ja, vorne die Chance natürlich ein bisschen besser nutzen, weil ich glaube, Darmstadt ist heute ein bisschen besserer Gegner. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, rein theoretisch. Aber auf die Dreierkette muss ich halt schauen, Fehlpässe vermeiden. Sind sehr, sehr aggressiv und spielen schnell nach vorne. Marseiler mit der ersten Chance. Und genau, richtiges Timing, Zweikämpfe. Also ich glaube, das wird ja auch so ein Geduldsspiel. Ich sehe uns jetzt nicht als Favoriten, ganz klar. Da würde ich schon Darmstadt eher den Stab des Favoriten geben. Aber wir spielen trotzdem hier munter und mutig mit. So, die erste Chance vielleicht vorne. Fridjonsson. Ja, Ball war schon mal ganz gut. Zu lang, aber so, das wäre eine Möglichkeit, heute die Darmstädter zu bezwingen. Zur Not machen wir es in der Verlängerung, zur Not im Elfmeterschießen. Mir ist das heute egal, wie wir weiterkommen. Hauptsache, wir kommen eine Runde weiter. Ne? Dann würden wir wahrscheinlich vielleicht gegen Stuttgart, gegen Bayern, gegen Leverkusen und so weiter. Da sind ja noch ein paar Kracher mit dabei. Die Dortmunder sind schon raus. Nicht Leverkusen, Dortmund ist schon raus. Leipzig ist schon draußen. Also bleiben nur noch die Bayern und der VfB. Mein Gott. Und die Darmstädter machen das Gute. Die haben diese 2 Sechser vor der Dreierformation. Da ist nicht viel Platz, aber da ist Platz. Fridjonsson, gut gespielt. Ja, wir müssen nur auf die richtigen Lücken warten, auf die richtigen Momente. Das ist halt auch bei EAFC 25 jetzt ein bisschen anders geworden. Meta würde ich jetzt nicht sagen, aber es geht halt nicht mehr so wie in dem Spiel davor. Du musst ein bisschen geduldiger spielen. Es ist alles viel taktischer geprägt. Aber du wirst dann auch zumindest im Karrieremodus dafür belohnen, wenn du auf die Lücken wartest, ja, wenn du sie suchst, wenn du die dann auch mutig bespielst und wenn du ein bisschen ins Risiko gehst. Ne? Aber zu sehr ins Risiko darfst du dann auch nicht gehen. Dann geht das auch mal nach hinten los. Aber im Prinzip wirst du schon dafür belohnt, wenn du auch mal was versuchst. So, nächste Chance. Janda Hendricks. Da wird da wieder von 2, 3 Mann zugestellt. Ach, ist schon so eiskalt, dass er Handschuhe haben muss? Mein Gott. So, dann müssen wir wieder warten. Hier Remberg. Janda wird wieder angelaufen. Vorne Fridjonsson wird wieder gut bewacht. Makrides, außen zieht man einen Mann weg. Und jetzt hier Einzelaktion. Ich warte auf den, genau, Godowski und jetzt Fridjonsson. In der Mitte hat sich schon mal positioniert. Fridjonsson zum ersten. Komm, legt zurück. Schade, dann wäre Janda da gewesen. Aber genau so müssen wir das spielen. Anders geht nicht so. Wir haben jetzt Windgeschwindigkeit 7 km/h von links. Also wir müssen hier ein bisschen gegen den Wind reinflanken. Oder wir machen es ganz anders. Wir machen es so. Janda und Fridjonsson. Jetzt kommt mit seinen fast 2 Metern hinein zur Führung. Fridjonsson, der weiß gar nicht, wie er jubeln soll. Ja, der Jubel, wer da gesagt hat, wer das abgesegnet hat, dass wir den Jubel mit reinnehmen, der gehört auch echt gesteinigt. Aber schöne Flanke. Oh, Hypermotion. Und dann sehen wir Fridjonsson. Ist ca. 1,22 vertikal in der Luft, also ungefähr fast 3 Meter. Und genau deswegen habe ich ihn heute auch reingenommen. Das glückliche Händchen des Trainers, da wäre Badmat zum Beispiel nie rangekommen. Aber gerade weil wir halt ein bisschen mehr über Flanken heute gehen müssen, ist Fridjonsson natürlich die bessere Wahl gewesen, bislang. Und die Führung ist auch nicht ganz unverdient. Würde ich sagen, also die Darmstädter haben Schwierigkeiten hier reinzufinden, das ist gut. Ja, das zeigt, dass wir bislang auch vieles richtig machen. Vor allem defensiv, ja, offensiv. Da
hapert es halt noch hier und da, aber wie gesagt, die Saison, so wie sie bislang verläuft, auch in der Liga, wir haben 5 Siege, 5 Unentschieden, 5 Niederlagen, das ist ja überragend. Wir stehen in der Mitte der Tabelle, stand jetzt im Viertelfinale des DFB-Pokals, also was wollen wir denn noch mehr in unserer Auftaktsaison hier? Aber aufgepasst, Darmstadt, oh, das ist zu einfach, das ist zu leicht, das dürfen wir so nicht verteidigen. Wir haben Glück, dass wir Behrens hinten drin haben und dass der Abschluss auch nicht so gut war. So, Remberg, ich möchte Makridis mal lang schicken. Ja, zu lang. Ja, das klappt nicht. Ich mache das aber zu häufig. Ich merke das an mir selber. Ich agiere zu häufig mit langen Bällen, wo ich auch einfach mal ein bisschen ruhiger machen muss. Auch mal hinten rumspielen. Hier, zack, da schraubt er sich hoch. Holmbert Aron Fridtjonsson. Um mal seinen vollen Namen zu nennen. Macht auch hier viele Meter. Läuft viele Passwege zu. Das brauchen wir auch heute. Makridis auch, genauso. Komm rein in den Zweikampf. Perfekt, super. Und jetzt auch mal hinten rumspielen, auch mal ein bisschen den Ball laufen lassen. Darmstadt vor allem laufen lassen. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus dann. Remberg, vorne Fridtjonsson, ja, falscher Laufweg. Genau, den hättest du vorher machen müssen. Den Laufweg, den er jetzt gemacht hat. Makridis, so Fridtjonsson in der Mitte. Ah, ist glaube ich abseits, ne? Schade. Schade. Aber das sind die Lücken, die finden wir heute echt gut. Aber leider auch wieder zu spät geflankt. Wenn wir das früher hinbekommen, alles gut. Dann machen wir hier auch früher oder später das 2-0. Aber wir müssen es halt dann noch irgendwann machen. Janda hat viel Zeit. Remberg auch. Den Platz, den lassen sie uns. Aber dann vorne Fridtjonsson. Das ist genau der richtige Laufweg. Schön freigespielt und schön freigelaufen. Ja, bislang die Dreierkette von Darmstadt, das ist mehr Fluch als Segen für die. Und wieder Janda, könnte wieder abseits sein. Ja, doch, wäre abseits gewesen. Aber das ist, wie gesagt, Fluch und Segen zugleich. Eine Dreierkette, das kann funktionieren. Wenn du es halt gut zu Ende spielst. Aber das kann ja auch ganz schön mal das Genick brechen. Deswegen bin ich nie so der Fan von einer Dreierformation. Also ich habe das auch mal ausprobiert eine Zeit lang. Aber ich bleibe dann doch eher beim 4-2-3-1 oder auch mal ein 4-4-2 oder generell Viererkette. Das kann ich eigentlich durch die Bank wegspielen. Jetzt aufgepasst, nochmal eine Chance. Darmstadt, hoch und lang. Da liegt schon Schnee drauf. Und die erste Chance in der Nachspielzeit. So schnell kann es gehen. Die haben auch vorne einen richtig großen Vukotic heißt er. Vukotic. Der ist auch fast 2 Meter groß gefühlt. So. Letzten Zweikampf gewonnen. Janda, Ball nochmal weggeschlagen. Jawohl. Und dann führen wir zur Pause hier. 1-0. Da hinten steht's. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Mal gucken, ob wir es dann auch finalisieren können oder nicht. Ich glaube ja nicht, aber wer weiß. Ja, die Statistik sagt zwar nicht, aber spricht für uns. Mehr Schüsse, mehr Ballbesitz, aber auch nur das 1-0. Wir müssen ein zweites Tor nachlegen. Bei 1-0 verteidigen geht nicht. Und ihr habt gesehen, Darmstadt, die kommen auch aus so einem Freistoß. Ja, mal ein hoher, langer Ball rein. Zack, eine Chance, ein Tor. Das geht ganz schnell hier. Aber mir gefällt das bislang richtig gut, wie wir das machen. Hier, Makridis. Janda im Doppelpass. Komm, Hinterlauf, dann kriegst du den Ball oder so. Fridtjonsson. Makridis, wer ist jetzt da? Wer möchte mal? Remberg, der ist Linksfuß, ne? Der ist, glaube ich, ja, war aber trotzdem nicht gut. Haben wir immer wieder der Abschluss. Das bringt dann Zeit für uns. Darmstadt muss sich neu sortieren, aufbauen, irgendwann mehr riskieren. Die Hoffnung habe ich. Jetzt müssen wir erstmal aufpassen. Marseiler. Allein gegen alle und wir sind da. Sehr schön. Im richtigen Moment verteidigt. Das sieht sehr, sehr gut aus. Fridtjonsson lässt sich auch mal fallen. Dadurch ist Platz für Gudowski. Oh, faul. Auch mal die gelbe Karte zücken, Schiri. Sag ich. Ja, schwer verletzt Fridtjonsson auf jeden Fall. Gelbe Karte für Will. Paul will eine gelbe Karte. Die bekommt er jetzt auch. Schöne Grätsche. Ach, schön einmal abgeräumt. Muss auch manchmal sein. Mann, hier geht es um viel. Hier ist DFB-Pokal. Hier spielt Darmstadt gegen Münster. Das sind jetzt zwei Mannschaften, die nicht so über ihre spielerische Qualität überzeugen. Aber wenn, dann müssen wir schnell spielen. Fridtjonsson, nein! Oh, das ist das, was ich meine. Diese... Ja, wie soll ich das beschreiben? Das ist halt der Unterschied, ne, zwischen der Spitzenmannschaft und Münster.
die haben halt auch vorne Leute drin, die den Ball nicht verstolpern. Das war die große Chance hier zum 2:0. Und wenn wir da in Zukunft vielleicht jemanden haben, ich weiß nicht, ob den Badmatz kontrolliert bekommen hätte, aber wenn wir da in Zukunft jemanden haben, auch gerne aus unseren Jugendspielern, aus den Reihen, dann ist das eine gute Entwicklung. Aber scheiße, das wäre das 2:0 gewesen. Hätte den Ball einfach mal richtig mitgenommen. Janda. Nächste Chance, Makridis. Ja, kriegt den Ball. Bisschen schwerfällig, aber es bleibt dabei. Wir sind die beste Mannschaft. Die bessere Mannschaft in dem Spiel. Uns fehlt halt das zweite Tor. Jetzt vielleicht. Ah, Fridtjonsson, schade. Bekommt den leider nicht ganz so hin, wie es gewollt hätte. Ja, bitter. Darmstadt wird gleich nochmal wechseln. Das machen wir genauso. Mit einem Angriff jetzt einfach mal wechseln. Und zwar bringen wir vorne jetzt nochmal Nemeth rein. Frischer Mann. Ich muss nämlich auch schon ein bisschen auf die Liga gucken. Wir spielen dann nämlich wieder gegen Darmstadt. Diesmal zu Hause. Wie gesagt, in der Liga. Jetzt bringen wir hier... Ja, wir bringen wieder Schneider rein. Ich möchte gerne die Jugend hier fördern. Die sollen ruhig mal spielen. Und hinten bringen wir Scherder rein. Auch nochmal ein frischer Mann für die Defensive. Ich hoffe, dass mir das nicht um die Ohren fliegt. So, Darmstadt kommt, aber wir stehen sicher. Das ist Wahnsinn. Wir stehen echt sehr, sehr stabil drin. Vorne Fridtjonsson. Letzte Chance, Junge, komm. Das 2:0 vielleicht zu machen oder irgendwie was rauszuholen. Nee. Ich wollte den Elfmeter schinden oder irgendwie, dass er den Ball zur Ecke klärt. Hat nicht geklappt. So, jetzt gibt es die Wechsel. Dreifachwechsel. Und hopp, Jungs. Komm, 25 Minuten. Gebt nochmal Gas. Macht nochmal ein zweites Ding vorne. Dann sind wir hier im Viertelfinale. Und dann winkt uns ein großer Gegner. Auf jeden Fall. Es bleiben ja fast nur noch große Gegner dann. Wie gesagt, Bayern oder Stuttgart, Leverkusen, Lautern. Wenn die weiterkommen sollten, wäre natürlich auch nochmal schön. Noch ein Zweitliga-Duell. Vielleicht haben wir nochmal Losglück. Frankfurt, Wolfsburg wäre noch mit drin. Also die Hammerbrocken würden dann folgen. Schneider, schöne Flanke. Aber da ist niemand. Da steht leider keiner. Henriks, Remberg. Wer zeigt sich? Niemand. Dann macht Remberg halt alleine. Schade, geblockt. Dann kriegt er den Rebound nicht. Aber Schneider, sehr schön. Wir sind auch hellwach. Wir gewinnen die zweiten Bälle. Auch sehr wichtig. Das ist ein sehr gutes Spiel. Aber irgendwann muss Darmstadt halt auch mehr riskieren. Ne? Irgendwann ist wahrscheinlich dann die Chance da für uns. Oh, oder wenn wir so einen Fehlpass machen. Ganz gefährlich. Achtung. Korridor. Henriks kommt nicht ran. Da ist Marseiler. Achtung. Jetzt ist die Chance da. Und da ist der Ausgleich. Einmal nicht aufgepasst. Das ist der Fehler. Das sind die Fehler, die wir nicht machen dürfen. Die werden immer so eiskalt bestraft. Das ist Wahnsinn. Hier die Grätsche wieder. Und normalerweise schießen die da auch direkt. Warum man da nochmal abstoppt, keine Ahnung. Und dann ist es sogar, ich weiß gar nicht, wer es ist. Auf jeden Fall ist der nicht zu halten. Das ist schon mal vorneweg gesagt. Der ist nicht zu halten. Und dann spielen sie Darmstädter einmal, Korridor war es, dann spielen sie es einmal schnell aus. Ja, und das 1:1 so ein bisschen aus dem Nichts. Aber vielleicht der direkte Gegenschlag und die Antwort über Nemeth. Er wird gestoppt. Schieß doch, Junge, was machst du da? Ach, sieht aus wie in der Kreisklasse gerade vor. Der muss einfach nur schießen, dann wird er noch rechtzeitig gestoppt, gehindert am Schuss. Oh, und jetzt werden die Darmstädter stärker. Ich hab's gewusst, ey. Aber da müssen wir uns jetzt gegen beugen, gegenstemmen. Wir dürfen uns jetzt hier das gute Spiel nicht einfach außer Hand nehmen lassen. Aber es sieht so aus. Achtung, nächste Chance Darmstadt. Wieder Marseiler, wieder die Grätsche ins Leere und der Doppelschlag. Und Darmstadt dreht das Spiel. Auf einmal auch wieder. Weißt du, wir haben das ganze Spiel lang wirklich im Griff bis zur 75. Minute. Dann auf einmal der Ausgleich und dann... Wie von Zauberhand. Der Doppelschlag ins kurze Eck. Schade. Diesmal ist es aber Luca Marseiler. Schade, schade. Das hätte nicht sein müssen. Sehr unnötig, aber wir haben noch Zeit. Komm, jetzt vielleicht ein Ausgleich, egal wie. Henriks. Und Brodowski. Nemeth winkt in der Mitte, der ist kopfballstark. Komm, Junge, Nemeth. Kommt nicht ran, aber Eckball. Dann aus einer Standardsituation. Komm. Haben wir auch schon öfter geschafft. Makridis macht das. Viele kopfballstarke Leute sind vorne drin. Gut positionieren. Und hopp.
Oh, die ist gut, die Ecke. Nemeth kommt nicht ran. Schneider musste rankommen. Ah, der Innenverteidiger hier. Scherder. Remberg oben, Makridis. Ah, bisschen zu heftig angespielt, aber haben wir noch. Aber es ist niemand da. Nemeth in der Mitte. Jetzt aber. Komm, Nemeth, das ist dein Ball, Junge. Setz nach. Ah, und dann fehlt ihm so ein bisschen der Antrieb. Also ich glaube, wir werden das Spiel verlieren. Schade, es hat so gut ausgesehen. Die Reise im Pokal geht zu Ende. Mit einem 2-1 in Darmstadt, was ich nicht mehr gedacht hätte. Schade, wir waren so gut drinne. Wir hatten die Chancen, wir haben sie nicht genutzt und dann passen wir hinten wieder zweimal nicht auf. Und das ist dann halt die individuelle Klasse, die sich dann vielleicht zeigt. Oder halt, ja, wenn wir immer wieder dieselben Fehler machen, es muss ja irgendwo dran liegen. Irgendwo muss es ja hapern, dass wir das nicht hinkriegen. Das ist ein bisschen schade. Aber gut, es geht weiter. Es war trotzdem eine schöne Reise im Pokal und jetzt holen wir in der Liga die nötigen Punkte für den Klassenerhalt. Ja, das war wirklich eine der unnötigsten Niederlagen, die wir in den letzten paar Spielen bekommen haben. Schade. Es war noch nie so einfach, obwohl Frankfurt scheidet auch aus gegen Bochum. Wolfsburg gewinnt, Augsburg gewinnt. Bayern gewinnt, Mainz gewinnt, Freiburg, Leverkusen gewinnt. Da wären ein paar schöne Spiele dabei gewesen. Gut, ich kann mich damit trösten, dass Frankfurt auch ausgeschieden ist. Gegen die hätte ich gerne gespielt. Aber bitte, in Darmstadt, da musst du nicht ausscheiden. Wir waren besser, mehr Ballbesitz, mehr Schüsse, aber am Ende zählt halt das Ergebnis, das nüchterne Ergebnis und dann, ja, ist es halt so, wie es ist. Jetzt haben wir die Chance, uns in der Liga dafür zu revanchieren, gegen Darmstadt zu Hause. Wenn wir da dann 3 Punkte holen, dann, ja, kann ich das nicht verschmerzen. Ist halt irgendwie schade, weil es wäre viel drin gewesen im Pokal. Naja, egal. Also, wir haben Tuchführung nach oben, nach wie vor 8 Punkte Rückstand. Der Vorsprung ist auch noch okay. Sind halt 5 Punkte. Und Sieg Nummer 6 wäre doch ganz schön gegen Darmstadt zu Hause. Wir gehen mal kurz in die... Ja gut, brauchen wir nicht reingehen in die Analyse. Dasselbe Team, haben wir gerade schon geguckt. Aber wir gehen mal in die Pressekonferenz rein. Ich bin gespannt, welche Journalisten da wieder welche Fragen stellen. So, hallo. So, moin moin. Im letzten Spiel hatte Janda 16 erfolgreiche Pässe und seine Genauigkeit von 70%. Kann Janda das noch besser machen? Und dann gibt es 4 Möglichkeiten. Nämlich die Spieler zu bremsen, die Bedeutung von Janda anerkennen, Janda ermutigen oder Leistung von Janda herunterspielen. Warum auch nicht? Anerkennen. So, zack, hier oben. Hoffentlich, wir sind alle stolz auf Janda. So, Münster hatte zuletzt zu viel zugelassen. Das zeigen die 8 Gegentore aus den letzten Spielen. Erwarten Sie beim Organisieren der Abwehr mehr von Kulis? Da würde ich mal sagen, wir würden ihn ermutigen. Partov hat zuletzt so 20% der Zweikämpfe gewonnen. Die Probleme, den Ball zurückerobern, sind nicht zu übersehen. Macht Ihnen diese Zahl Sorgen? Die Bedeutung anerkennen. Immer motivieren, immer ins Positive. Niemanden hier kritisieren öffentlich, außer er fragt mich zum 5. Mal, wann wir das Gehalt erhöhen können. Dann würde ich ihn schon öffentlich mal anzählen. Ach nee, ich will doch nicht ins Spiel reingehen. Da habe ich mich gerade verdrückt. Also, nächstes Spiel wieder gegen Darmstadt. Diesmal in der Liga, diesmal zu Hause. Diesmal aber mit einem Sieg für uns. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.